In Deutschland darf niemand benachteiligt werden aufgrund von Abstammung, Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, Herkunft, Glaube, religiöser oder politischer Anschauung oder aufgrund einer Behinderung. Das ist im deutschen Grundgesetz im Artikel 3 verankert. Nicht benachteiligt zu werden heißt auch, gleichberechtigt und selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Dies zu ermöglichen, hat sich Deutschland als Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen in der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. Zu ihren Zielen gehört der gleichberechtigte Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien. Die digitale Barrierefreiheit. Wie diese genau umgesetzt werden soll, ist durch internationale Standards sowie verschiedene Gesetze geregelt. Konkrete rechtliche Vorgaben, die für Deutschland bindend sind, finden sich zunächst auf europäischer Ebene in der EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen. Sie verpflichtet alle öffentlichen Stellen der Mitgliedsländer dazu, ihre digitalen Angebote barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören neben der jeweiligen Webseite auch alle auf ihr zur Verfügung gestellten Dokumente und Medien. Auf Bundesebene wird die EU-Verordnung durch das Behindertengleichstellungsgesetz geregelt, ergänzt durch die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung. Demnach haben digitale Medien folgende Kriterien zu erfüllen. Sie müssen für alle wahrnehmbar, bedienbar und verständlich sein und robust in der Nutzung. Das heißt, sie müssen auch von assistierender Technik zuverlässig interpretierbar sein. Neben technischen Vorgaben enthält die Verordnung auch Regelungen zu leichter Sprache und Gebärdensprache. Für öffentliche Stellen der Bundesländer gelten zusätzlich entsprechende Landesgesetze. Für Sachsen ist dies das Sächsische Inklusionsgesetz und das Barrierefreie Websites-Gesetz. Nach welchen technischen überprüfbaren Standards die gesetzlich geforderte Barrierefreiheit umgesetzt werden soll, ist in internationalen Richtlinien festgelegt. Bindend für alle öffentlichen Einrichtungen in der EU ist die EU-Norm EN 301549, welche die Mindestanforderungen an Informations- und Kommunikationstechnik definiert. Grundlage sind die Web Content Accessibility Guidelines, also die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte. Sie legen anhand testbarer Kriterien fest, welche technischen Anforderungen eine Webseite inklusive ihrer Inhalte erfüllen muss, um als barrierefrei zu gelten. Auf welche Weise PDF-Dokumente und Formulare aufbereitet werden sollen, um barrierefrei genutzt werden zu können, ist wiederum im PDF/UA-Standard festgelegt. UA steht für Universal Accessibility, Deutsch allgemeine Zugänglichkeit. Für die Universität Leipzig bedeutet das, dass die Universitätswebseite, die digitalen Lehrangebote und die verwaltungstechnischen Formalia barrierefrei nutzbar sein müssen. Alle neuen digitalen Inhalte werden direkt barrierefrei konzipiert und erstellt, alte schrittweise überprüft und gegebenenfalls ersetzt. Zusätzlich werden wesentliche Inhalte des Webauftritts in leichter Sprache und in Gebärdensprache bereitgestellt, sowie eine Erklärung zur Barrierefreiheit und eine Ansprechperson bekannt gegeben. Für Mitarbeitende der Universität Leipzig empfiehlt es sich, die Regelungen zur digitalen Barrierefreiheit bei der Konzeption von Lehrveranstaltungen, bei der Planung einer Konferenz oder bei der Erstellung von Verwaltungsdokumenten von Anfang an mitzudenken. Einmal in die Arbeitsabläufe integriert, erspart dies nicht zuletzt ein nachträgliches, zeitintensives Korrigieren. Wie Sie das im konkreten Fall machen, erfahren Sie in unserer Videoreihe zur digitalen Barrierefreiheit. Bei weiteren Fragen melden Sie sich gern bei der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie unter chancengleichheit@uni-leipzig.de.